So, Freunde, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal das Video hier an. New York Apartment Tour, 60 Million Luxury Apartment. This is the living room in a 60... Oh! Fuck mich doch jetzt nicht ab. This is the living room in a $16 million penthouse apartment on the 57th floor of Madison Square Park Tower, with unquestionably the most stunning views in all... Stellt euch mal vor, Digga, du wachst morgens auf, im Bademantel, Digga, mit dem Kaffee in der Hand. Das allererste, was du siehst, ist das. Du guckst einfach raus. Im Sommer. Und du siehst diese Aussicht. Du fühlst dich doch wie der König der Welt. Du fühlst dich doch wie der fucking König der Welt. Holy shit, Alter, was ist das? All of New York City. My name is Eric Conover, and I'm going to take you on a tour of this one-of-a-kind luxury apartment in New York City. Der New York ist so krass, ne? Generell Amerika ist so heftig. Welcome to Penthouse 57A in Madison Square Park Tower. Today I'm doing a walkthrough with Anthony Barillo, who's one of the top real estate agents in the city. And it's definitely one of the more luxurious spots that we've seen in this series, where I show you crazy New York City apartments that none of us can afford. The apartment ja, is was Optik angeht, Janik, ja, aber sonst muss los. 4,655 square feet, with 4 bedrooms, 4.5 bathrooms, floor-to-ceiling windows with approximate 10-foot Bäder. Warum braucht man 4 Bäder in einem Apartment? $16 million. So right off the elevator, you'll notice that this penthouse takes up the entire 57th floor of the building, and it can only be accessed via your private elevator key card. Now walking into the apartment through the main entrance hallway, you'll enter the first part of the great room. The current staging has this corner of the great room. Sieht schon schön aus, Digga. Sieht schon sehr, sehr schön aus. Sehr clean. Ich fühle jetzt die Dings nicht so, Digga, dass hinten so mäßig Nano-Leaves hängen. Weiß ich nicht, was das jetzt unbedingt soll. Keine Ahnung. Für 16 Millionen, Digga, will ich da was bisschen Geileres haben. Da müssen die mit Blattgold hängen. Aber naja. The dining area with an impressive St. James solid Appalachian white oak table with seating for 10, filling up the entire space. This just feels like luxury. Velvet chairs at your dining room table with that view. Moving from the dining room to the kitchen, a lot of people love these kitchens that are just a little bit separate from the main living space. I mean, when you're buying an apartment of this size, more than likely. Also no front so, Digga, aber Bruder, für 16 Millionen Euro oder Dollar, ne? Das? Bruder, für 16 Millionen Euro. Digga, da würde ich mir eine geisteskrank geile fucking Villa kaufen. Irgendwo am Strand oder am Meer. Oder auf so einem Hügel in so einem Gebirge oder weiß ich nicht was. Aber ein Apartment, Digga, für 16 Millionen? Und dann das? People have their staff doing a lot of work. If you're entertaining and you're having a fancy dinner party and you don't really want your guests to see all the setup, all the behind the scenes. Ich meine, das sieht krass aus, Digga. Die Arbeitsplatte ist sick. Die Arbeitsplatte ist sehr sick, würde ich sagen. Sieht nice aus. Ich mag so Marmorgedöns. Das sieht alles sehr sauber und clean aus. Die Herdplatte hinten absolut broke, Digga. Sieht aus, als wäre der in Brooklyn, in der Bronx. In the kitchen. You have your custom brass pocket door handle. Comes right out. Close this all off. In an apartment like so this, finde ich nice. An oversized Sub-Zero integrated refrigerator and freezer. The kitchen, it has custom designed cabinetry, polished mercury black marble on the island, a 6-burner Miele. Digga, wollt ihr mich verarschen? 16 Millionen Dollar Apartment, das ist der fucking Herd? Der Herd ist krass gut, das ist ein Gasherd, oder? Wollt ihr mich verarschen, Digga? Für 16 Millionen, Digga, dann will ich da haben, dass der Herd mir von alleine Sachen kocht. Der ist heftig, hau ab, Alter. Das ist nice, auch wenn ich keinen Wein trinke, sieht aber nice aus. Ich sag mal, 16 Millionen, wahrscheinlich gezahlt so gefühlt 5 Millionen einfach nur für diese Lage. Du zahlst wahrscheinlich, der ist ehrlich krank, ja, ich glaube, dass der krass ist, aber Habibis, die sehen schon scheiße aus, Digga. Für 16 Millionen, Bro. Bruder, bei 16 Millionen geht es nicht darum, kann der was? Der sieht einfach aus, der muss nur aussehen, als könnte der was. Ob der was kann oder nicht, ist erstmal egal.
Aber die Lage ist halt, Digga, guck mal, du guckst halt auf New York einfach, ne? Du guckst zentral auf New York. Das ist halt unbezahlbar eigentlich, ne? Das ist schon krass, Not a bad view Mann. to do dishes. This is the first place we've seen where the kitchen is fully separate from the rest of the apartment because, like you said, more than likely, Sieht aber schön if you're aus. paying $16 Ist million, clean you're gehalten. gonna have a staff for cooking, Aber- for cleaning. Für 16 Millionen, Digga, da steht hier einfach so eine random Ikea-Schrank, so in weiß und Platten in weiß. So, Bro, Alter. Für 16 Millionen? Zahlst du jetzt 15 Millionen für die View oder was? Das kann's ja nicht sein, Digga. Also, sorry, das ist schon Trash. Das ist Trash, Mann. Die Lampen, okay, ist okay, so auf Designer angelehnt, aber fühle ich jetzt auch nicht so krass, aber das passt auf jeden Fall, das ist nice. Aber das fühle ich jetzt gar nicht. Talking about cleaning, you actually have your Morgen laundry room right Lars. here. Which is also serving as our makeshift production gear storage, but you have a full washer, dryer, deep Digga, für 16 Millionen, Digga, wollt ihr mich gerade verarschen, Digga? Steht eine perfekte Waschmaschine und Wäschetrockner drin. soaking sink, tons of pantry cabinet storage, the Sieht einfach works. ganz normaler Alright, Raum. now on to one of the main Das selling points ist of halt einfach, Digga. Das ist halt, also sorry, ne? Das ist halt einfach ein Raum. Das sind die 16 Millionen. Digga, du hockst hier, Digga, machst einen Powernap, hast mittags hier einen schönen Porno reingezogen, wirst wach, guckst raus, Digga, und siehst das hier alles. Und siehst das einfach. Du liegst so auf der Couch, chillst auf Insta und guckst einfach raus. Und stellt euch jetzt mal vor, es ist fucking Silvester. Bruder, du gehst nicht auf eine Party, du machst nichts, du hockst dich einfach zu Hause hin, Digga, mit Popcorn, deiner Freundin oder Frau, was auch immer, oder mit Kollegen und guckst einfach nur, Digga, du hockst einfach nur und guckst und genießt einfach, was New York macht. Digga, wenn es abends ist, überlegt mal, die ganzen Lichter, ist alles dunkel, du siehst die ganzen Wolkenkratzer, alle leuchten. Holy fucking shit, Junge. Oder stellt euch mal vor, an Weihnachten, es schneit wie Sau, es ist alles bedeckt mit Schnee, es ist alles in dichten Nebel gehüllt und dann noch das Licht. Vorbei, einfach vorbei. Oder wenn es gewittert, Digga, es hagelt, es regnet, es macht puff, puff, puff. Wie krass muss das sein, Digga? Wie fucking krass muss das sein? this apartment. Weihnachten und Schnee, wovon träumst du, Bruder? Amerika? Nicht wie hier. Amerika haben die auch Blizzards und so einen Müll. Ich weiß jetzt nicht, wie es in New York ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, New York ist auch immer krass, was Schnee angeht, meine ich, an Weihnachten, oder? In the grand living Tim, danke für 5 Monate. Kuss, Bro. Willkommen zurück. Danke für den Support, Mann. Danke, Digi. space, with unquestionably Aber auch hier muss ich sagen, es hängt jetzt ein bisschen leider. Moment. Wo war das jetzt nochmal? Hier, Moment. Perfekt, Digga, jetzt hängt es of wieder this 5 Stunden. apartment. Es sieht geil aus, aber jetzt denkt euch mal, hier das alles weg. Macht jetzt mal, angenommen, die Fenster sind zu. Bruder, das ist für 16 Millionen schon scheiße. Stellt euch mal vor, hier ist jetzt einfach nix. Ist jetzt einfach mal dunkel als Beispiel. Digga, so keine Ahnung, so, ich fühle, es ist halt, es sieht einfach aus wie eine Lobby. Wisst ihr, wie ich meine, so? Das ist so, du chillst da mit deinen Homies, ihr redet ein bisschen. Das ist so, abends, man sitzt gemeinsam und redet, man spielt hier was an dem Tisch oder so. Wo ist ein fucking Fernseher? Wo sind die LEDs? Wo ist hier irgendwas? Das sieht aus wie so einfach ein Raum. Man bezahlt halt für den Ausblick und halt wegen Manhattan. Ja, klar, Digga, so, um Gottes Willen, aber so, wenn ich nur einen Ausblick haben will, Digga, dann, keine Ahnung, kaufe ich mir einen fucking Hubschrauber für, keine Ahnung, wie viel Millionen, fliegt mit dem den ganzen Tag über New York. Ich meine, klar, die Lage ist geisteskrank, Digga. Du siehst hier, Digga, siehst alles, aber jetzt, du lebst ja auch hier drin. Es sieht gut aus, aber es ist einfach langweilig, finde ich. In the grand Nee, living Philipp, können wir space, danach machen. with unquestionably the best views in New York. Es ist Every krank, single ja. view that you can imagine in New York is visible from the 57th floor. On the north-facing exposure in the living room, you can see the Empire State Building, Chrysler Building,
the historic clock tower, Monkaw, Digga, das Flugzeug im Hintergrund. which was actually once the tallest building in the world, looking down over Madison Square Park. You can see all the new developments uptown on Billionaires Row, 432 Park Avenue. To the northwest, you can see the Midtown area and Times Square, H&M, Digga, the H&M Tower. Looking right down below us, Allianz. 23rd Street. And if you look closely enough, you can actually see people on the observation deck of the Empire State Building. The Ja, grand wahrscheinlich, living oder? area is 40 feet in width. And you might notice that there are no columns in the entire room. It's actually Manhattan's first cantilevered fluted glass sculpture, engineered with chamfered corners to maximize the views and to create column-free Klar, interiors. das Gebäude und so The ist halt mirrors schon definitely krank, add nur a das sind very halt die unique 16 feel to Millionen. the living room because no matter which way you look in here, you have the best views of New York City right in your living room. Moving on next to your west-facing views. Das sind halt die 16 Millionen, Digga. Das ist halt einfach rundherum Glas, Digga. Du siehst alles. Das Gebäude ist krank. Das sind wahrscheinlich. Das Apartment an sich würde vielleicht 2 Millionen kosten, 3 oder sagen wir 4 Millionen, keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus. Der Rest ist halt einfach nur die View, ne? Ist halt Which are geisteskrank. extraordinary. I mean, you have the Guck mal, Hudson sogar River, so ein you Dings, have the Teleskop oder wie best das heißt. sunsets you can ever imagine. Is that the Flatiron Building? That is the Flatiron Building. When I said you could see every building in this city from this apartment, I was not kidding. These are some of the largest condos in Chelsea. And they look like little Lego pieces. Look at Walker Tower over here. Look at the Google Schon sick, Building, man. which is one of the largest buildings in New York City. Does this work? Like, look, you even have Oh, a wow. telescope. What do you want to see in New York? You can see anything from here. I can actually see into my apartment window. Geil. From here. Spannend for free. I don't know if you can hear that buzzing. That is the construction. They are finishing up the top floor of this building, which is the $77 million triplex penthouse. 77 und 77,7 Millionen Dollar. Bruder, 77 Millionen Dollar. Digga, wenn ich einmal in meinem Leben irgendwie 1 Million Euro auf dem Konto hätte, das wäre schon ein Traum von mir. Und da kostet ein verficktes Apartment 77 Millionen, Digga. Digga, what the fuck? Wenn mir jeder Bürger in Deutschland $1, wenn mir jeder Bürger in Deutschland $1 gibt, kann ich mir die Scheiße kaufen und habe noch ein bisschen was übrig. Deutschland, wie sieht's aus? Machen wir einen Spendenaufruf, dass ich mir das Dinge kaufen kann. Das ist ja also wirklich. Das ist also Wahnsinn. Das kann sich doch. Also, wer wohnt denn da? Wer wohnt denn da? Die CEOs von den CEOs. Von denen dann der CEO, oder was? 77 million? That is correct. Comment down below more apartment tours if you want to see a tour of a $77 million apartment in this building. Continuing on with that 360 theme of this apartment, we're now heading into the first safe. bedroom, which is currently staged as the most luxurious office in the entire city with those warm southern views. Das ist halt schon krass, ja. Aber seid mir nicht böse. Hand aufs Herz, ihr kauft euch das für 16 Millionen. So nach einem Monat hast du es halt aber dann auch schon gesehen. So ist dann auch wieder gut. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann hockst du in so einem Büro, Digga, mit so einem Scheißtisch. So, Digga, nach einem Monat ist dann auch langweilig irgendwann. I'm not sure if you know this, but south-facing views are the most desirable views in New York City. The reason being is, like I said before, sunrise is on the east. It goes across the south part of the island the entire day. Das ist schon and krank, sets ja. right there. You can literally see every single building Das from ist halt, 22nd ja, das ist Street komplett down sick. to the financial district. Even past it, you can literally see the Verrazano Bridge from here. Now, right off your Das ist Bruce sick. Wayne office is a full bathroom, complete with a shower, just in case you do choose to use this room as a bedroom. Now we're heading down the hallway to the bedroom quarters of this apartment, to the first bedroom, which is technically the guest bedroom. The guest bedroom has a full bathroom, So it's schön. got a very clean layout, king-size bed, and this cool giant hand chair Der that's ist been nice. carved out of a piece of solid wood. Heading further down the living quarters wing, we have the third bedroom, which is currently staged as the kids' room. Ist halt aber wirklich so, Digga. Die Toilette, Digga, für 50 Euro von Obi geklaut, Alter. In ein 60 Millionen Apartment. Irgendwann, also, ich muss schon echt sagen, Digga, die Inneneinrichtung, da haben sie sich aber auch wirklich lumpen lassen.
And what kid doesn't need pristine views of the Digga, was ist das, Digga? Sieht aus wie von Kindergarten des Zimmermann für Empire 16 State Millionen, Building Alter? from their bedroom Wer ist denn window. da der Inneneinrichter Right across gewesen the mit hall from the Jackett? kids' room, you've got the parents' room and the master living suite area. We're now heading to the eastern exposures with a view of the iconic Digga. Queensboro Bridge over the East River and the developing Long Island City off in the distance. I can't think of another bedroom in New York City where you can see a full view of the Empire State Building out of one window, walk over to the other side of your bedroom and see a clear shot to the Atlantic Ocean. Digga, das ist so hängen geblieben, Digga, das ist so hängen geblieben. Das ist so fucking krank. Das ist so fucking krank. Digga. Ich weiß, 16 Millionen, das Haus, die Lage, bla bla bla, aber trotzdem, Digga, kann auch die Inneneinrichtung ein bisschen geiler sein. In this city, I could tell you that. And finally, the crown jewel of this apartment. I think this has to be the nicest Das ist halt soaking sick, public ne? in Manhattan. Das ist halt sick. Digga, du kommst vom Arbeiten, vom Machen und vom Tun, Digga, und hockst dich einfach abends in die Badewanne mit einem iPad und so einem Brett, was Kleines zu snacken und zu trinken oder nur zu trinken, guckst deine Serie auf dem iPad so angelehnt und guckst einfach nach links und siehst die ganze Stadt und so, Digga, geil. Du liegst einfach in der Badewanne und guckst einfach, du lehnst dich so nach hinten und guckst einfach nur raus. Digga, das ist so krank. Kein Fernseher in einem Bad ist schon mager für das Geld. Ja, Digga, aber bei so einer Aussicht. Stell dir vor, du liegst in dieser Wanne, Digga, und badest einfach. This master bathroom has white marble floors Boah, throughout Höhenangst, the Digga, entire wäre auch nichts für mich. space. The floors are radiant heated for those cold New York City winter mornings. There's dual porcelain sinks. And of Aber ist schon course, sehr schön, a das Bad. separate, So Marmorgedöns, oversized guck mal. shower with a perfect view of One World Trade Center as you are scrubbing down. In der Dusche As pissen und always, auf if New you're York loving schauen, this herrlich. series, comment down below more apartment tours and make sure to subscribe to my YouTube channel if you're new here. And with that, I will see you in the next video. Krass. Schon sehr, sehr krass. Schon sehr, sehr krass, Digga.